Die Tage werden kürzer, der Winter steht vor der Tür. Wird doch mal wieder Zeit für ein richtig winterliches Kobi-Set. Wie wär's mit dem Panther in der Ausführung A? Willkommen in der Noppenklötzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und Freunde, heute lade ich euch ein auf einen Glühwein, holt euch ein paar Kekse, wir besprechen ein winterliches Set, das Set 2511, den Panzerkampfwagen 5, den Panther in der Ausführung A von Kobi aus dem Jahr 2018, aus der guten alten Zeit. Viele von euch behaupten, das wäre der schönste Panther, den Kobi jemals rausgebracht hat, und deswegen schauen wir uns den heute schön winterlich auf meinen fast schneebedeckt weißen Bautisch genauer an. Da fröstelt es einem fast beim Zuschauen. Hier voller Schnee kommt unser Kobi-Set 2511, der Panzerkampfwagen 5 Panther in der Ausführung A aus der Historical Collection World War II von Kobi auf dem Bautisch daher. Das Set mit der Turmnummer R01 aus 2018. Viele in den Kommentaren haben mir geschrieben, das wäre ihr Lieblingspanther, und deswegen habe ich mir den für relativ teures Geld bei einem Freund, der aber sicherlich jeden Euro verdient hat, besorgt. Schön feierlich, einen bösen deutschen Soldaten mit Augenklappe und das Wintertarnmuster. Ich bin gespannt, wie sich dieses 7 Jahre alte Set dann macht zwischen meiner ganzen anderen Panther-Sammlung, die wir am Ende des Videos auch mal sehen werden und dann gegenüberstellen werden gegen dieses Fahrzeug. Schauen wir uns die Rückseite an. Da sehen wir haben eine Motorklappe, haben das typische Motorformteil, ein Originalfoto, die Minifiguren nochmal gut abgebildet hier mit Panzerfaust, und wir sehen, dass wir den Turm bewegen können, nach oben, unten und natürlich auch die Kanone schwenken. Fakten bekommt ihr gleich, und auch wenn es ein altes Set ist, wird es hier nicht herausgenommen. Es muss fliegen, denn wir wollen wissen, was sich an Steinen im Inneren verbirgt. Ja, Freunde, da ist der Inhalt des Kobi-Sets 2511 hier auf meinem Bautisch, und wir sehen schon eine ganze Menge Tüten und einiges an Plates. Hier haben wir drei 8x10er Plates, 2, 4, 6, nein, gar nicht wahr, 2, 4, 6, 8, 9 mal 2, 4, 6, 8. 9 mal 8 Plates, typisch Kobi, sehr durcheinander. Ich will es nochmal nachzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, Kobi, die Meister der ungeraden Zahlensysteme der Plates. Und hier haben wir aber 8 mal 16er, würde ich sagen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Und hier vorne haben wir 8. 3 Stück sowie, das weiß ich, 6 einzelne Tüten, die alle den Bauabschnitt 1 ergeben werden. Und dann eine Bauabschnittstüte 2 und eine Bauabschnittstüte 3. Und was ich auch weiß, wir haben unsere Karte hier für das Kobi Board Game, was man damals spielen konnte. Hier mit allen Fakten dann, die der Panther in der Ausführung A in diesem Game hat. Und die Anleitung, die eine Altersempfehlung ab 7 Jahren beinhaltet. Natürlich klammergebunden, etwas gelitten, wie gesagt. Dieses Set ist ja auch schon 8 Jahre fast im Karton verschwunden gewesen. Hammer, dieses Teil. Ich sage fast 8, und es sind eigentlich 7. Wir klappen es einmal auf, die Anleitung, und sehen da alle Fakten, die ich gesagt habe, bestätigt. 6 Bauabschnittstüten und dann die jeweils 3 Plates in groß und 3 in klein. Auch damals schon, was wir bauen, ist aktuell immer farblich hervorgehoben. Der Bauset davor ist ausgegraut. Pfeile weisen uns den Weg. Wir haben keine Seitenzahlen, sondern nur Bauabschnitte. Hier sehen wir es dann auch, dass wir dann die Bauabschnittstüte 2 bauen nach den 6 Tüten. Und Anlegehilfen gab es damals auch. Fertig sind wir dann mit dem Baustep 83, wenn wir den Turm und die Ketten an der Seite hier noch anbringen. Und das Schönste immer fast ist die Werbung aus der guten alten Zeit. Ein paar Sets habe ich euch davon schon vorgestellt, ein paar fehlen mir noch. Hier oben auf dem i seht ihr meine Kobi Playlist. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei den winterlichen Fakten und mir beim Klemmen dieses schönen Kobi Klassikers.
Speedbildzeit ist Faktenzeit. Heute geht es um den Panzerkampfwagen 5, den Panther. Genauer gesagt um die Ausführung A und ganz besonders um den Befehlswagen, hier R01, das Regimentskommandantenfahrzeug. Der Panther war einer der bekanntesten deutschen Kampfpanzer des Zweiten Weltkriegs und galt als beeindruckende Kombination aus Feuerkraft, Panzerung und Mobilität, zumindest auf dem Papier. Er wurde entwickelt, um den sowjetischen T-34 ebenbürtig zu sein bzw. zu übertreffen, und seine Konstruktion mit schräg verlaufenden Panzerplatten wurde bald zum Standard vieler Nachkriegsentwicklungen. Die Ausführung A wog rund 45 Tonnen und wurde mit einem Maybach V12 Motor mit etwas 700 Pferdestärken angetrieben. Damit erreichte der Panther theoretisch auf der Straße bis zu 46 km/h, im Gelände allerdings logischerweise deutlich weniger. Auch das alles eher Theorie, denn nicht jedes Gelände ist gleich. Das Getriebe stammte von ZF, hatte 7 Vorwärtsgänge und machte den Panther zu einem wendigen, aber technisch sehr anspruchsvollen Fahrzeug. Bewaffnet war er mit der 7,5 cm Kampfwagenkanone 42 L70, einer Kanone mit hoher Mündungsgeschwindigkeit, die auf 1000 Meter bis zu 140 mm Panzerstahl durchschlagen konnte, je nach Munitionstyp und natürlich Auftreffwinkel. Die Frontpanzerung betrug 80 mm bei starker Neigung, die Turmfront rund 100 mm. Werte, die den Panther zu einem gefährlichen Gegner auf jeden Fall auf dem Papier machten. Doch heute geht es nicht um den normalen Panther, dazu haben wir auch schon viele Videos auf meinem Kanal gehabt, sondern eher um den sogenannten Panzerbefehlswagen, die Kommandoversion. Diese Variante war dafür gedacht, den Führungsstab eines Regiments oder einer Brigade direkt im Gefecht zu leiten. Dafür wurden serienmäßige Panther leicht umgebaut. Die Munition musste reduziert werden, um Platz für zusätzliche Funkgeräte zu schaffen. Statt der normalen 79 Schuss führte ein Befehlswagen meist nur rund 64 Schuss mit. Dafür erhielt er mehrere Funkanlagen, zusätzliche Antennen und teils sogar einen Generator zur Extrastromversorgung. Auch das koaxiale MG wurde bei manchen Fahrzeugen ausgebaut, um Platz für die Funktechnik zu gewinnen. Die Turmnummer R01, wie ich es ja hier baue, kennzeichnet das Fahrzeug des Regimentskommandanten. Das R steht dabei für Regiment und die Ziffern zeigen die Rangfolge innerhalb des Stabes. R01 für Kommandeur, R02 für den Stellvertreter, R03 für weitere Stabsfahrzeuge. Diese Praxis variiert zwar zwischen Einheiten, doch besonders ab 1944 war sie weit verbreitet. Ein Panther mit der Nummer R01 war also das Fahrzeug des ranghöchsten Offiziers im Regiment, ausgestattet mit Funkverbindungen sowohl zur Division als auch zu den eigenen Bataillonen. Schauen wir uns kurz einmal die Struktur so einer typischen Panzerbrigade oder eines Panzerregiments jener Zeit an. Ein solcher Verband bestand meist aus einem Regimentsstab, 2 Panzerbataillonen, oft eines mit Panzer IV und eines mit Panthern, sowie Unterstützung und Versorgungseinheiten. Jedes Bataillon umfasste mehrere Kompanien mit durchschnittlich 10 bis 14 Fahrzeugen je nach Zeit und Versorgungslage. Dazu kamen Stabs- und Reservepanzer. Die Regimentskommandantur, also die Stabsgruppe mit Fahrzeugen wie jetzt hier den R01, befand sich meist etwas hinter der Frontlinie, um die Gefechtsführung zu koordinieren und Befehle weiterzugeben. Taktisch spielte der Befehlspanther eine besondere Rolle. Er war weniger für den direkten Frontkampfeinsatz gedacht, sondern für die Leitung und Koordination. Trotzdem blieb er kampffähig, auch wenn die reduzierte Munitionsmenge seine Feuerkraft im Dauereinsatz einschränkte. Seine auffälligen Antennen machten ihn allerdings zu einem bevorzugten Ziel feindlicher Aufklärung, weshalb die Crews oft versuchten, den Panzer optisch weniger auffällig zu gestalten. Mechanisch blieb der Panther trotz seiner Überlegenheit anfällig. Probleme mit dem Getriebe, überhitzende Motoren und empfindliche Ketten führten dazu, dass viele Fahrzeuge auf dem Weg zum Einsatz ausfielen. Für einen Regimentskommandantenpanzer, wie jetzt hier den R01, bedeutete das, ohne Bergepanther, Werkstatt und Nachschub war die Führungsfähigkeit des gesamten Verbandes in Gefahr. Der Panther Ausführung A mit der Turmnummer R01 steht somit sinnbildlich für den Versuch, Technik, Taktik und Führung in einem Fahrzeug zu vereinen, mit all seinen Stärken und natürlich auch den Schwächen, die das mit sich brachte. Wenn ihr Lust habt auf mehr solche tiefer führenden Videos, dann
lege ich euch natürlich meinen lieben Freund Sascha von Barcrafts ans Herz, der viele solche Themen durchleuchtet. Die Videos von mir sind immer in der Videobeschreibung mit einem Hinweis auf Saschas Kanal versehen. Wenn ihr es aber wollt, dass wir es hier bearbeiten, dann schreibt mir doch mal eure Wünsche in die Kommentare. Vielleicht können wir bei der Masse dieser Fahrzeuge, die Kobi hier anbietet, uns wirklich mal Details raussuchen und über einzelne Regimenter, über die Funktechnik, über die Koordination und sprechen. Lasst es mich einfach gerne in die Kommentare wissen, liebe Freunde. Nach 1 Stunde und 15 Minuten Bauzeit steht er da, unser Panzerkampfwagen 5, der Panther in der Ausführung A aus 2018, das Kobi-Set 2511 aus der Historical Collection World War II. 2018 das Produktionsjahr. Ich habe 80 € bezahlt. Ihr habt gesehen, das Set gab es für 31,99 € damals. Ich habe mal eine KI gefragt, wie würde denn der Preis heute mit Inflationszuschlag und so weiter im Jahr 2025 in Polen aussehen. Und Freunde, wir kommen dann auf 49,99 €. So würde das Set so heute kosten. Und das bei der geringen Teileanzahl von 490 Steinchen. Ich finde, wenn man das dann mal so umrechnet, einfach nur grob, ich bin kein Mathematiker, kein BWLer, bin ich schon, aber das gehört jetzt nicht dazu. Dann rechnen wir einfach mal den Preis mal 2, denn zum Beispiel hier rechts, unser aktueller Panther in der Ausführung A, hat ja auch schon fast hochgerundet, grob, 100 € gekostet. Also finde ich, sind wir hier ja gar nicht so in dieser Preisspirale, die andere ganz gerne immer hier aufrufen, wenn man mal da ganz ehrlich ist. Natürlich muss man da ein bisschen blauäugig drauf gucken, aber ich finde, dass wir hier schon, gerade wenn wir rechts gucken, und ich habe ja auch extra ein ganzes Video über die 3 aktuellen Panther-Versionen von Kobi im Maßstab 1:28 gemacht, preislich mit dem, was wir an Qualität kriegen, plus den Detailgrad, das ist ganz, ganz wichtig, wirklich gar nicht so schief liegen bei Kobi, wie das manche für Klicks immer herreden. Aber darüber wollen wir gar nicht so reden. Wir wollen ja über das Fahrzeug reden, über unseren Panzer mit der R01. Und ich habe mal geguckt, ich habe nicht so viel gefunden über dieses Fahrzeug. Ich habe einen Modellsatz gefunden auf einer Webseite, die ähnlich wie Etsy ja, handwerkliche Sachen darbietet. Und dort war es halt ein schon fertig zusammengebauter Panther in dieser Lackierung. Und das Fahrzeug soll ein Fahrzeug der 5. SS-Panzerdivision Viking sein, aus der Stabskompanie, deswegen ja auch R01, aus dem Frühling 1944, aus dem Raum Kowel. Und wer das hört, der weiß, dass es dort die letzte erfolgreiche Kesselschlacht der Wehrmacht gab, nämlich von dem 17.03. bis 17.04.1944, die Kesselschlacht bei Kowel. Die war kurz nach der Kesselschlacht von Cherkessy. Kowel liegt im Nordwesten der Ukraine. Könnt ihr gerne mal nachlesen. Ein sehr interessanter Teil der Geschichte der Kessel von Kowel. War ein großer Bahnknotenpunkt und sogar Reichsbahner, die dort eingesetzt waren, haben dort im Kessel mitgekämpft und verteidigt, beziehungsweise sich dann mit Hilfe der 5. SS-Panzerdivision unter anderem befreit. Die Division ist eigentlich auch sehr interessant. Der Name Viking sagt es schon. Dort waren nämlich viele, in Anführungszeichen, nicht deutsche Freiwillige aus den, in Anführungszeichen, arischen Ländern, Freiwillige im Dienst, wenn auch nie mehr als 10%. Also Skandinavier, Niederländer und so weiter. Wir wollen aber über das Fahrzeug reden. Die Anleitung, typisch wie zu der damaligen Zeit. Ich habe hier wirklich nichts gefunden, was schwer war zu bauen. Typisch Kobi der damaligen Zeit, ich habe es euch gesagt, jetzt wiederhole ich mich, dass wir hier unten so einen schwarzen Kasten bauen, wo wir dann das Fahrzeug oben drauf setzen. Also wirklich ganz simple Bautechniken. Natürlich hier spannend, vor allen Dingen der Tarn und ja, viel auch Formteile hier rechts mit dem
Abpuff bzw. der Abgasanlage, wenn man es mal richtig sagt, und natürlich dann auch den Motor. Und ihr seht es auch schon, alleine hier Tüte 3 dann für den Turm braucht man nicht mehr viel für das ganze Kleinzeug. Also ist geschenkt, leicht wegzubauen, die Anleitung, nichts Schweres. Wie gesagt, wir haben ja auch nur 490 Steinchen. Natürlich Highlight hier die Karte, und ich sage es euch ja immer wieder, mir fehlen bei manchen Fahrzeugen, die ich gebraucht gekauft habe, diese Karten. Wenn ihr die zu Hause rumfliegen habt und sagt, ey, die brauchen wir nicht, schreibt mich gerne an. Schreibt mich am besten bei Instagram an, da kann ich immer sofort antworten. Oder ihr schreibt mir direkt über den Discord, wenn ihr dem Discord beitreten wollt. Findet ihr unten in der Videobeschreibung. Diese Karten sind cool. Ich muss mir mal irgendwann solche Stands bauen aus Kobi-Steinen, damit man die reinstecken kann dann zu den Fahrzeugen. Dann sehr erfreulich, eine ganze Menge Steine sind über und ich konnte es fast nicht glauben. Vielleicht habe ich irgendein paar Bauschritte übersehen und habe irgendwas ausgespart. Auf jeden Fall, wenn ja, dann kann man bei Kobi eine ganze Menge Steine bei diesem Set sparen. Wenn ihr das damals gebaut habt, könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ob ihr auch so viele Steine über hattet. Ich finde es cool, weil der Panzer ist stabil. Ich habe keinen Mängel gefunden. Passt wunderbar. Also habe ich ein paar Steine gespart bei diesem Fahrzeug. Und jetzt kommen wir zu diesem Fahrzeug und nicht wundern, warum hier hinten noch so eine Antenne steht. Das zeige ich euch gleich. Das Fahrzeug, wie typisch bei dieser Bauweise, läuft sehr super mit seinem Schachtellaufwerk, auch wenn es kein richtiges ist. Hier auf meinem Bautisch die großen Ketten in Grau. Und ja, mit dieser typischen Kastenbauweise, die Kette hängt auch schön durch, wie das beim Panther auch so sein soll. Die Seitenschürzen, die wir sonst vor einer Ausführung A kennen, ist bei diesem Fahrzeug halt hier schon wahrscheinlich dann im Einsatz abgefallen. Und ja, da habt ihr gerade meinen Spickzettel gesehen. Der Bloxy kann sich auch nicht immer alles merken, aber jetzt wollen wir uns hier auf unseren Panther konzentrieren. Beziehungsweise erst auf die Figuren, denn die finde ich ziemlich cool. Und cool ist auch das Stichwort. Wir haben nämlich hier eine Figur mit weißer Wintertarnung und mit einer Koppel und einem Rucksack. Wir haben eine Panzerfaust. Der Herr hat sich ja nicht rasiert, konnte er wohl nicht im Eifer des Gefechts, denn sonst hat eigentlich ja die Wehrmachtsführung immer so drauf bestanden, dass die Soldaten auch gepflegt aussehen, was halt nicht immer ging und vor allen Dingen auch nicht in so einem Kessel. Der Helm bedruckt, hier sieht nach frühen Farben aus, wenn auch das hier eine Figur eigentlich ja aus dem Einsatz 44 ist. Dann gucken wir uns mal unseren Kommandanten an, der verwegen aussieht. Übrigens beide Figuren hier diese typischen einteiligen Hosenteile von Kobi. Er hat hier Augenringe, klar, wenn man im Kessel kämpft oder vorm Kessel, und dann eine Augenklappe und dann ja Panzerkampfwagenabzeichen und so weiter. Und ihr seht hier die rosa-roten Litzen und Krawatte und Dienstglas. Hinten und an der Seite nicht bedruckt. Aber eine ziemlich coole, ikonische Figur. Zu diesem Fahrzeug muss man sagen, ich habe jetzt mal Maßstab 1:28 gelassen. Wenn man mal ehrlich ist, hat das Fahrzeug eher einen Maßstab von 1:28 bis 1:31. Ich war jetzt aber faul und habe es bei den Karten mal so gelassen, denn ich glaube, die Seite hier ist 1:28, der Rest dann wieder irgendwie 1:31 und ja, also nicht ganz, ihr seht es ja auch im Vergleich zu dem 1:28er Panther da hinten. So ganz stimmt es nicht, aber ich habe es mal so gelassen. Und in dieser Kategorie der Panzer würde er ja auch irgendwie einsortiert werden. Natürlich bei diesem Fahrzeug fallen auf die Drucke mit der R01 auf dem ja, Schokobraun, sage ich mal, weiß übertüncht, das soll es sein. Dann natürlich auf dem Slope hier Balkenkreuz. Hinten die Luke für die Munition zum Auswurf, hier oben dann die Luken auf dem Turm und dann auch wieder hier das R01 und hier vorne das Balkenkreuz. Hier hat man die typische Bauweise Kobi da mit den Schutzblechen, nämlich immer hier mit so einem Achsteil. Dann das Maschinengewehr-Formteil, das sehr, sehr große, was eigentlich viel zu groß ist. Mündungsbremse, auch dieses Formteil, Rohr gesteckt, auch einfach nur reingesteckt, und man muss auch sagen, so ein bisschen sieht auch hier die Rohrblende, die Kanonenblende nicht ganz so cool aus, so eckig. Bei diesem Fahrzeug ist das Highlight natürlich einfach das Tarnmuster, das sehr cool aussieht. Dann hier das Schachtellaufwerk, das in Anführungszeichen hier dieser Klotz, der gebaut wird, hier mit den Brackets, dass wir nach vorne bauen können, nach hinten bauen können, und dann der Klotz mit den Platten. Schöne durchhängende Kette, 2 Reihen Räder und dann hier schwarzes Rad mit ja, Blende in weiß, und hier hinten ist es dann braun mit weiß. Mit Hinge-Elementen dann die Schräge hinbekommen und dann mit einer Klappe die
Motorformteile, 2 Stück, und hier diese 4x4er Teils mit diesem Muster der Abgasanlage, der Motoranlage, die wir bei Kobi den frühen Sets schon alle kennen. Schön ist, wir haben im Turmlug Noppen, so dass wir die Figur ja auch wirklich aufnoppen können, und ein MG, was diese Fahrzeuge auch dann immer so hatten, aber natürlich viel, viel zu groß, das Flak MG, also in Relation meine ich viel zu groß. Schön ist aber, dass wir hier auch Luken haben, wo wir halt auch Figuren reinstellen können, und ja, es wirklich ein simpler Bau war, aber für die damalige Zeit, für den Bereich, viele Details, die Ketten, hier so ein Rohr, da ein Spaten und dann hier das typische, ich glaube, Rohrpflegeset, die die Panther da an den Seiten hatten. Also ein wirklich tolles Fahrzeug 2008. Und eigentlich aber ein völlig falscher Ansatz, habe ich mir gedacht, denn eigentlich müsste das Fahrzeug ja anders aussehen. Denn wenn wir hier ein Fahrzeug, ein Kompanieführungsfahrzeug haben, ein Stabsfahrzeug, wie auch immer, dann ist eigentlich hier, fehlt was. Fehlen ein paar Antennen. Und ja, ich würde jetzt einfach mal ganz kurz das Fahrzeug hier umbauen. Im Rahmen der Möglichkeiten, wir gehen jetzt davon aus, hey, es ist 2018, wir sind nicht so ganz zufrieden, wir wollen mocken, und dann bauen wir einfach uns hier hinten so eine Antenne dran, wie die Fahrzeuge sie damals hatten. Denn das ist ja das Gute bei Klemmbaustein, wir können uns das so umbauen, wie wir wollen. Ich habe hier so ein bisschen, ja, improvisiert, eine Kobi-Antenne, eine Bügelperle, und hier oben diese typische, ja, gespreizte Antenne, die ist von einem dänischen Hersteller, die habe ich nicht in schwarz, also habe ich das in braun gemacht, mit einer Bügelperle hier oben locker dran gemacht, und jetzt packen wir das hier hinten dran. Diesen Haken habe ich gesetzt, weil ich einfach, ja, ich hatte jetzt hier nichts, was da gepasst hat. Die 2 Steine hier gehen an die Seite, und dann habe ich mal schnell zurechtgefuscht mir meinen Befehlspanther bzw. Stabspanther, und eigentlich, ja, fehlen hier noch Antennen. Also eigentlich müsste, ich glaube, da noch eine Antenne hin. So, wartet, festdrücken alles. Also da müsste noch eine Antenne hin und hier oben an den Turm. Und eine kleine Schwachstelle, die mir immer wieder passiert bei diesem Fahrzeug, ich fasse immer hier auf diese Schürzen, auf diese, ja, Kotflügel ist ja nicht ganz richtig, und dadurch, dass es dieses Achselement gibt, wenn man hier gegenfasst, drückt es halt immer raus, wenn man es runterbricht. Aber drückt, nicht bricht, brechen tun wir nichts. Aber hey, das war damals so, damit das man hier so auflegen kann, diese schräge Formen kriegt. Ich muss sagen, wirklich zu Recht ist dieses Fahrzeug hier so ein kleiner Hidden Champion, ein Favorite. Ganz viele haben mir unter meinen Panthern Videos geschrieben oder auch privat mich angeschrieben, dass dieses Fahrzeug, oder auf dem Discord drüber oder auch schon in echt mit Leuten drüber geredet, dass dieser Panther eigentlich der heimliche, der beste, der meistgeliebte Panther ist, den Kobi so rausgebracht hat. Und viele würden sich wünschen und hätten sich auch gewünscht, dass Kobi im Rahmen der Neuaufstellung hier oder neuen Herausgabe der Panther-Modelle, wir hatten ja hier, wie gesagt, die 1:28er dieses Jahr. Das Video dazu zum Vergleich findet ihr hier oben auf dem i in meiner Kobi-Playlist übrigens. Die hätten sich gewünscht, dass dieses Muster auch dann in den neueren 1:28er mit den mehr Details dann sein, ja, sagt man, dass Kobi es da neu aufgelegt hätte, reworked, remastert hätte. Aber ja, vielleicht kommt das noch. Kobi hört ja schon ab und zu auf seine Kundschaft. Ich habe jetzt hier meinen Stabspanzer fertig, halb mit dieser Antenne hier oben. Sieht halb realistisch aus. Wie gesagt, es fehlen noch ein paar Antennen. Ist jetzt nur schnell zurechtgefuscht für euch. Ich hoffe, das Video hat euch bis hierhin Spaß gemacht. Ihr kriegt natürlich trotzdem nochmal alle Detailbilder jetzt gleich hier nach. Und dann schauen wir uns zum Abschluss in die Augen, liebe Freunde. Kleiner Break in diesem Video für ganz besondere Menschen, nämlich für meine Kanalmitglieder, die mir helfen, diesen Kanal weiter wachsen zu lassen. Vielen lieben Dank für jeden einzelnen von euch. Fühlt euch gedrückt wie Klemmbausteine. Generell aber danke an alle Zuschauer, an alle Kommentatoren, an alle, die über meinem Kanal reden, an alle, die das Thema Klemmbausteine, Historie feiern. Vielen lieben Dank, ihr seid die Geilsten.
Ein relativ kleines Set, wenn wir mal von den Steinen ausgehen. 490 Steinchen für ein Panther sind ja eigentlich im aktuellen bekannten Kobi-Maßstab nicht viel. Aber 2017, als dieses Set zum ersten Mal in seiner ersten Version das Licht der Welt erblickt hat, war es der Maß der Dinge. 2018 genauso, da ist nämlich dieses Set hier auf den Markt gebracht worden und es gab ja, wie ich euch schon eingeblendet hatte, auch eine Version 2019. Also 3 Versionen von diesem Fahrzeug ist ja so das typische Muster von Kobi. Kartondesign hat sich da unter anderem ja geändert. Damit ihr aber all das, was ich euch gerade gezeigt habe, nochmal selber für euch verinnerlichen könnt, kennt ihr das an dieser Stelle, bekommt ihr Detailbilder, in denen ihr diese ganzen fast 500 zusammengesteckten Klemmbausteine euch noch einmal genauer anschauen könnt, ob dieses Set für euch etwas ist und ob es vielleicht einfach für euch auch eine schöne Erweiterung eurer Sammlung wäre oder ihr euch einfach erfreut an, in Anführungszeichen, historischen Kobi-Set, denn dieses Set ist ja nun mal etwas älter. Und wenn es um die reine Historie geht, dieser Fahrzeuge, dem Panther, ich habe schon einige Panther-Videos gemacht, da schaut bitte gerne auf den Bereich Playlists vorbei, hier bei YouTube auf meinem Kanal oder schaut oben rechts auf dem i. Da habe ich auf jeden Fall die Kobi Playlist hinterlegt und dort ja schon einige Panther-Varianten vorgestellt. Es kommen noch mehr Panther aus Klemmbaustein hier auf meinem Kanal. Das als kleiner Spoiler, dazu aber später mehr. Und zu den richtigen historischen Fakten von einem historischen Kanal aufgearbeitet, kann ich euch nur den lieben Sascha von Barkhafts mit seinem ganzen Team dahinter empfehlen. Denn dort bekommt ihr wirklich 1A historische Zeugnisse, historisch aufgearbeitet, packende Erlebnisse, Kriegstagebücher und technische Hintergründe. Schaut dort gerne vorbei, denn ich weiß, unsere Communities passen gut zueinander. Ja, Freunde, das ist das Video schneller zu Ende, als dass man es denken könnte. Das Thema Panther ist beim Blocksy jetzt abgefrühstückt. Mitnichten, liebe Freunde, denn so sicher wie das der Winter kommt, ist auch, dass es den Panther auch von anderen Klemmbausteinherstellern gibt. Und ich habe noch 2 Stück hier stehen, die wir in naher Zukunft auch mal im Review auf meinem Bautisch haben werden. Da gibt es nämlich einen noch von Brickmania aus den USA, 100% Lego, und dann noch von Build Army aus England bzw. China. Freunde, also das Thema Panther ist noch lange nicht zu Ende und wir alle wünschen uns ja auch, dass Kobi so einen Panther in diesem Winterdesign als Stabsfahrzeug oder Befehlspanther auch nochmal herausbringt. Das war ja der Tenor so ein bisschen dieses Videos. Schreibt mir eure Meinung dazu gerne mal in die Kommentare. Und das Wichtigste, was ich eigentlich von euch wissen will, womit ich mit euch diskutieren möchte, ist, was ist denn euer Schätzchen von Kobi? Euer liebstes Set, was ihr gar nicht auspacken wollt, was bei euch im Regal schlummert, das ihr sehr als wertvoll erachtet. Auch so ein Fahrzeug aus 2018. Schreibt mir das gerne in den Kommentarbereich oder kommt auf den Discord, schreibt es mir da oder bei Instagram in der Direktnachricht. Lasst es mich einfach gerne wissen, denn vielleicht kann ich es ja für euch bauen. Ihr seht ja, ich habe einige alte Kobi-Schätzchen und besorge mir auch immer wieder Kobi-Schätzchen, damit ich sie für euch reviewen kann. Denn ich habe ja schon ein bisschen Geld vernichtet. 80 Euro ist schon ein, ja, happiger Preis. Aber Freunde, es gibt diese Fahrzeuge noch für viel höheren Beträge in diversen Börsen zu finden. Schon crazy, was bei Kobi da abgeht. Da kann so mancher Lego-Sammler ja wirklich nur das Staunen bekommen. Oder was meint ihr? Schreibt mir jetzt auch gerne in die Kommentare. Und Kommentare ist ein richtiges Stichwort. YouTube ist ja so ein bisschen am struggeln wie die deutsche Nationalmannschaft. Liefert zwar, aber könnte besser sein. Wenn ihr einen Daumen hoch drückt, könnt ihr ruhig mal schneller drauf drücken, denn dann wird das Video gehypt. Ja, eine neue Funktion von YouTube und ein Kommentar muss mittlerweile mindestens 7 Wörter haben, damit der Algorithmus richtig kickt. 7 ist meine Glückzahl, also haut gerne ein paar Wörter mehr rein in die Kommentare, damit ich euch mehr solche historischen Schätzchen zeigen kann. In diesem Sinne, liebe Freunde, wie immer eine gute Zeit. Hoffen wir, dass der Winter nicht so schnell kommt, obwohl wir alle schon Winterreifen drauf haben. Hoffe ich doch. In diesem Sinne, ein Panzer ist auch nur ein Auto. Gute Fahrt und auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.